Und bei uns im Studio begrüßen wir zu früher Stunde unseren US-Experten und den US-Journalisten Eric Kirschbaum. Guten Morgen, Eric. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Dieser Auftritt von Donald Trump, empfangen wie ein Popstar, muss man wirklich sagen. Aber er wirkte noch so ein bisschen erschöpft. Also wie würdest du diesen Auftritt bewerten? Ja, er wollte gar nicht kommen gestern. Er wollte eigentlich in ein paar Tagen auftauchen. Normalerweise kommt der Kandidat erst am Gegenende. Aber Trump wollte das nicht lassen mit seiner Bandage. Das ist so Theater, das ist ein Schauspiel. Das liebt Donald Trump. Der Moment, der große Pflaster am Ohr. Und das war auf der rechten Ohr. Und hat immer wieder nach links gedreht zu J.D. Vance, damit das immer in der Kamera war. Trump liebt diesen Moment. Aber trotzdem andere, die ihn gut kennen, sagen, er ist betroffen. Der hat so ein Interview, kurz ein Interview, wo er sagte, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ich sollte tot sein. Und ich glaube, das dämmert wahrscheinlich in ihm ein, was für eine zweite Chance im Leben, das er hat. Es ist eine schwerwiegende Moment für ihn. Es geht nicht an jemand, auch Donald Trump, nicht spurlos vorbei, so ein Attentat gerade so entkommen zu haben. Aber glaubst du, es ist wirklich ein anderer Donald Trump, den wir da jetzt sehen werden, auch bei seiner Rede, die am Donnerstag kommt? Das werden wir sehen. Er hat schon versprochen, dass er hat die Rede neu geschrieben, nicht mehr so auf Attacke. Wir werden sehen. Aber ich bin nicht von der Schippe gesprungen, aber er jetzt. Und es kann schon sein, dass irgendwas hat sich in ihm geändert. Aber sein Vizepräsidentkandidat ist ein Wadenbeißer, sondergleichen. Und ich glaube, die Abteilung Attacke wird von der Republikaner und Donald Trumps Wahlkampf immer noch sehr stark sein, egal ob Donald Trump ein bisschen ruhiger und gemäßigter geworden ist. Ja, Marie und ich haben vorhin über J.D. Vance diskutiert und wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt dieses berühmte Szenario Bad Cop und Good Cop geben wird. Also wird Donald Trump mit seinen 78 Jahren vielleicht jetzt ein bisschen geläuterter sein, also der Good Cop sein, und J.D. Vance dann als der junge 39-Jährige, der Bad Cop, der dann tatsächlich wirklich auf Attacke geht? Ja, die Rollenverteilung ist schon vorprogrammiert und das sollte der Vizepräsident sein. Der sollte der harte Wahlkampf, der harte Kampfhund sein, und das hat er seit Jahren gemacht. Er ist einer der größte Unterstützer von Trump, ohne Wenn und Aber. Ist manchmal aggressiver als Trump. Aber geläutert, Eric, weil der sah ja mal anders aus. Ja, genau. Der hat Trump vor 8 Jahren mit Hitler verglichen. Aber wie viele ehemalige Trump-Gegner hat er die Einleuchtung gesehen, und jetzt ist er ein total Trump-Anhänger. Seinen Senatposten kann er Trump verdanken. Trump hat sich eingemischt in diesen Ohio-Wahlkampf vor 3 Jahren, und deswegen hat er gegen andere Republikaner durchsetzen können. Und der ist ein glühender Anhänger von Trump und wird das bleiben. Und auch ein Coup für Trump. Er ist der erste Millennial, 39 Jahre alt ist er nur. Und das ist ein Signal auch an die jungen Wähler, die sich beschweren haben, das sind 2 alte Männer. Aber jetzt kommt ein junges Gesicht, ein junger Mann mit einer ganz schrecklichen Biografie, ganz hartes Leben in Kentucky und Ohio. Und das ist auch ein Symbol für viele Abgehängte in Amerika. Ja, der nimmt einen von uns. Es ist nicht nur eine Partei der Reichen und Elite, sondern ein ganz armer Schlucker ist jetzt der Vizepräsident. Und Trump mag auch Chemie. Chemie ist für Trump auch ganz wichtig. Und J.D. Vance kommt sehr gut im Fernseher rüber, auch wie Trump. Und Trump mag das. Auch wie Rick Grenell, der ehemalige Botschafter in Deutschland. Der ist auch ein Präsenz im Fernseher. Trump mag solche Leute aus Central Casting. Gute Fernsehergesichter, gute Stimmen im Fernseher. Also kluger Schachzug in deinen Augen von Donald Trump, diese Wahl dann. Aber was heißt denn das inhaltlich? Also was heißt das programmatisch? Ich meine, der hat auch bereits gestimmt gegen Ukraine-Hilfen. Heißt das auch wirklich, dass wir uns jetzt auch als Europäer sozusagen, wenn wir uns vorstellen, die beiden wären wirklich an der Macht, dann haben wir gar nichts mehr zu erhoffen? Er war in München bei der Sicherheitskonferenz im Februar und hat gesagt, NATO wollen wir auf keinen Fall rausgehen, aber Europäer müssen sich mehr für ihre Verteidigung tun. Das ist der Botschaft, was Trump immer gesagt hat. Und die Europäer müssen mehr tun für ihre eigene Verteidigung. Und Vance hat ganz nüchtern kalkuliert in einem Essay für The New York Times, dass es hat keinen Sinn, Ukraine so viel Waffen zu schicken. Das mathematisch geht das gar nicht aus. Deswegen, ja, Ukraine und Europa müssen vielleicht was anderes überlegen, wenn Trump und Vance im Amt kommen im Januar. Eric, ganz kurz noch, was heißt das aber jetzt für Joe Biden? Der lässt im Moment ja kein Mikrofon aus seit dem Attentat auf Donald Trump, versucht also wieder Boden gut zu machen. Ja, mit Biden ist es eine ganz schwierige Situation, diese Attentat und so, aber auch seine eigene persönliche Situation in der Demokratischen Partei. Das ist auch noch nicht zu Ende auch gedacht und gelöst. Und die Großspender bleiben fern. Das heißt, die Demokraten haben in August ihren Parteitag. Und ob Biden noch der Kandidat ist, weiß ich nicht. Viele Leute zweifeln, dass Biden noch zu halten ist. Sagt unser US-Experte, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, an diesem Dienstagmorgen. Eric, danke für den Moment. Immer wieder gerne. Danke dir.